Servus und Hallo bei der Bikestage 2025, unserer Online-Fahrradmesse. Heute zu Gast Industry 9 zusammen mit dem Tino. Hi. Tino, du hast uns hier ein bisschen was mitgebracht von eurem neuen Portfolio. Das ist einmal die Cross-Country, Gravel etc. Narbe plus die neue Hydra 2. Genau. So, was gibt's für News? Was hast du an Informationen für uns? Grundsätzlich die neue Hydra 2 eben frisch, sofort verfügbar auf dem Markt. Ist quasi die Evolution von der Hydra 1 oder der normalen Hydra. Baut ein bisschen auf der Technik auf von der Solix. Wenn du möchtest, können wir da ein bisschen. Dann starten wir doch mal mit der Solix, wenn das sozusagen die Vorgabe auch war für die Entwicklung der Hydra 2. Genau. Also wir haben uns von der Solix sehr viel abgeschaut. Das bedeutet, die Solix war eine komplette Neuentwicklung. Da wurden eben vor allem auch die Lager deutlich besser versiegelt als bei dem Vorgänger und eben auch bei der ersten Hydra jetzt. Es ist halt so, dass die Solix unsere Road, Gravel und XC-Narbe ist. Das heißt, alles, was wirklich leicht sein soll, ist eben die Solix. Ist die Basis diese Narbe. Da kann man jetzt, also im Endeffekt kann man verschiedene Laufräder auf Basis dieser Narbe aufbauen. Genau so ist es. Also du kannst dir einen Aero Road Laufradsatz aufbauen auf der Solix und auch ein Mountainbike Full 29er oder genau für die Solix. Ja. Und für die etwas härteren Einsätze kommt dann eben die Hydra oder jetzt auch die ganz neue Hydra 2 zum Einsatz. Genau. Und du hattest schon eben erwähnt, ihr habt im Endeffekt gelernt aus der Entwicklung der Solix und das Learning habt ihr übernommen für die neue Hydra 2. Um was geht es da? Also man weiß ja, ne, Kugellager waren immer mal ein Thema, die Lagerung. Ja. Und im Endeffekt hat sich da wohl auch einiges getan. Und auch die Achsen wurden verstärkt. Das habe ich natürlich im Vorgang mit dir schon mal drüber gesprochen. Was gibt es denn da so für Updates? Genau, also man muss das Kind beim Namen nennen. Wir hatten ganz am Anfang bei der Hydra Probleme mit der Achse. Die sind teilweise mal gebrochen. Ja. Die wurde auch im Lebenszyklus der ersten Hydra auch schon verbessert. Ja. Das heißt, da haben wir auch schon verbesserte Achsen gehabt. Aber im ganzen Lebenszyklus war tatsächlich das eine Manko, sage ich jetzt mal, an der Hydra, eben, dass die Lager etwas zu sehr nicht nur der Witterung, allgemein dem Wasser ausgesetzt waren, weil in erster Linie haben wir das Gefühl, dass es durch das Wasser kommt. Ja. Auch beim Bike putzen. Ich bin einer, ich putze nach jeder Fahrt mein Bike und auch ich musste mal Lager wechseln. Ja. Genau, und das ist jetzt seit der Solix und dann auch mit der Hydra 2 deutlich verbessert worden. Das bedeutet, da sind eben Dichtungen drin. Genau, ich sehe es hier gerade, die sind jetzt abgedichtet, die Lager, so dass da nicht mehr einfach Wasser eindringen kann oder Schmutz eindringen kann. Genau, vorher hast du halt die Kappe abgemacht und hattest das Lager schon da und jetzt mittlerweile ist eine komplette Zwischendichtung drin und das wird das deutlich verbessern. Genau, die andere Thematik, zum einen wurden ja die Achsen verstärkt, soweit ich weiß, also einfach Materialstärke erhöht. Genau. Und des Weiteren wurde ja auch das Lager auf der Antriebsseite vergrößert. Ganz genau. Also die Lager sind jetzt auf der Hauptachse oder auf der Hauptnarbe auf beiden Seiten identisch. Das heißt also, die sind gleich groß. Das macht natürlich die Kraftverteilung etwas und macht zum einen die Kraftverteilung etwas homogener. Homogener, genau. Und natürlich bei der Montage macht es einfach das Leben einfacher. Ja, okay, macht absolut Sinn. Jetzt, was auf jeden Fall für viele Zuschauer wahrscheinlich interessant ist, die Hydra 2, die hat ja noch mehr Einrastpunkte, als ihr vorher schon hattet. Über wie viele Einrastpunkte, ich halte es mal hier in mein Mikro, über wie viele Einrastpunkte reden wir denn hier? Ich hoffe, du hast sie alle zählen können. Ja, ich glaube, ganz so wahrscheinlich nicht. 870. 870 Einrastpunkte. Mittlerweile. Bei der Solix sind es 605, was auch schon Wahnsinn ist. Also die Solix baut halt ein kleiner auf. Ja. Aber 870. 870, was im Umkehrschluss, ich weiß es natürlich im Hinterkopf, 0,4 Grad sind oder 0,41 Grad sind. Ganz genau. Einrastwinkel. Ganz genau. Vorher war es 0,5. Ja. Bei der Solix ist es 0,59. Genau. Und bei der neuen ist es 0,41. Also direkter, also du greifst einfach direkt ein in den Narbe. Man kann fast schon sagen, du denkst einmal dran und die ist schon eingerastet. Ja, okay. Weitere Facts, wahrscheinlich auch interessant für die Hub-Nerds unter den Zuschauern. Was wiegt denn so eine Hinterradnarbe oder vielleicht auch eine Vorderradnarbe? Hast du also die Hydra 2 ist jetzt bei 292 Gramm hinten. Vorne ist sie bei 157.
Die Mathematiker werden jetzt zusammenkalkulieren, wie viel das insgesamt ist. Ich bin keiner. Bei der Solix sind wir da natürlich leichter, bei 120 vorne und 227 hinten. Das sind ja wahrscheinlich die Gewichte der Narben, also der Narbensets. Mich interessiert persönlich natürlich das Gewicht des Gesamtlaufrads. Hast du da auch was für mich parat? Also, das Gesamtgewicht von den Solix-Laufrädern liegt bei 1385 Kilo. Also 1,3 Kilo und das ist ein sehr, eben für unser Cross-Country 29er Laufradsatz. Ja? Und für die Hydra 2 als Enduro-Laufradsatz auch Full 29er, damit man einfach nur jetzt den Vergleich hat, bist du bei 1,78 Kilo. Okay, das sind aber dann die Top-Spec-Laufräder. Genau, die Carbon-Laufräder. Also mit Carbon-Felgenringen. Genau. Man kann aber bei euch auch customizen. Das heißt, man kann sich das so zusammenstückeln, wie man das braucht. Oder? Absolut. Also du kannst natürlich über die Größen hinaus, also mit Mullet oder 27,5 etc., kannst aber auch natürlich die Farben customizen. Das bedeutet, also du kannst entweder dieses Level 1 nehmen, wo eigentlich alles schwarz ist. Dann kannst du Level 2 gehen, wo du dann die Narbe in einer anderen Farbe hast. Und dann kannst du auch Narbe und die Speichen, aber die Speichen sind dann alle in einer Farbe. Also du kannst zum Beispiel hergehen und sagen, hier, ich will silberne Narben und mit goldenen Speichen. Ja. Und dann Level 3 würde bedeuten, dass du eben Narbenfarben auswählen kannst und die Speichenfarben in allen möglichen Farben. Das heißt also, wenn du so wie jetzt hier hergehst und sagst, ich will eine Hälfte blau und andere Hälfte orange oder sogar wirklich jeder einzelne Speicher anwählen, in welcher Farbe ich die hätte, bauen wir die. Also es gibt 12 verschiedene Farben und du kannst dich dann im Konfigurator stundenlang mit befassen und anschließend das abspeichern, uns zuschicken und wir bauen dir das. Und ich kann aber auch wählen, ich möchte jetzt die Hydra 2, aber mit, ich sage jetzt mal, den Aluminium-Speichen und Carbon oder eben vielleicht Alu-Felgenring. Das kann ich alles customized sozusagen angeben und dann wird mir das so zusammengebaut. Ganz genau. Okay, cool, danke dir. Ja. Sehr interessant wahrscheinlich für unsere Zuschauer ist auch, was kosten mich denn hier die neuen Narben? Ja, also die Narben selbst kannst du natürlich auch als einzeln oder als Set kaufen. Das Set liegt bei 745 €. Bei der Solix übrigens genau das Gleiche. Also die sind bei 745, genau. Kannst zwar wählen, mehr Leichtigkeit für das gleiche Geld oder mehr Durability für das gleiche Geld sozusagen. Und als Laufradsatz bietet ihr auch an? Genau. Da es sehr viele Möglichkeiten gibt beim Konfigurieren, sage ich jetzt erstmal die Abpreise für einen Full 29er Laufradsatz. Bei der Solix sind wir ab 1511, weil es die zurzeit ausschließlich mit den Aluminiumspeichen gibt. Das heißt also, die sind dann schon vom Werk aus, das Grundmodell ist schon mit Aluminiumspeichen. Ja. Bei der Hydra 2 haben wir die Möglichkeit, mit Stahlspeichen zu verbauen. Da kosten die Alulaufräder mit Stahlspeichen 1047, ab 1047 und dann je nach Konfiguration geht es hoch bis 2,5 und bei der Solix genauso. Dann bei 2,5 haben wir aber Carbon. Du hast Carbonfelgen, du hast eben die Narben, auch in verschiedenen Farben wählbar und du hast die Aluminiumspeichen. Genau. Okay, jetzt natürlich super wichtig, ab wann ist das Ganze verfügbar? Ich glaube aktuell schon, oder? Sofort. Ganz genau. Also die Solix gibt es schon seit letztem Jahr, die haben wir auf sämtlichen Messen letztes Jahr schon vorgestellt und die Hydra 2 ist frisch gelauncht und auch sofort verfügbar. Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an. Wenn ihr weitere Fragen habt zu den neuen Narben von Industry 9, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei Tino und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.